Heute möchte ich euch gerne zeigen, dass F-3B-Flugzeuge auch gut zu reparieren sind. Und genau, ich biete das meinen Kunden an, dass meine Flugzeuge, wenn sie zerstört sind oder wenn sie beschädigt sind, hier auch gerne zur Reparatur kommen können. Und hier habe ich ein frisches, zugeschicktes Exemplar. Das muss möglichst gut verpackt sein, damit es auch nicht noch zerstörter oder nicht noch beschädigter hier ankommt. Genau, und wir gucken mal, was wir hier haben. Und das werden wir jetzt, wahrscheinlich brauchen wir da mehrere Tage dazu. Diesen Flügel reparieren. Die Flügel sind immer in Hochmodul, meistens in Hochmodulmaterial aufgebaut. Das heißt, der Flügel bricht komplett ab. Das heißt, hier ist Holm, der gesamte Flügel ist abgebrochen, aber normalerweise ist das recht gut begrenzt. Dieser Kunde möchte seinen Flügel auch wirklich wieder zur Reparatur, also wieder komplett reparieren. Wir bereiten ihm das vor allen Dingen vor. Und dazu benutzen wir unsere Formen. Das ist ganz praktisch, weil wir dann die Sicherheit haben, dass der Flügel auch wieder gerade zusammenkommt. Und wir bereiten ihm das vor, so dass der Flügel zusammengesetzt wird und die Reparatur dann fertigstellen kann er selbst. Aber wir zeigen euch gerne mal, wie das gemacht wird. Also wir haben aus 1 2 Teile gemacht. Das heißt, genau, das hinkt noch an leichten Kohlefasern hier zusammen, aber das habe ich auseinandergesägt, habe hier vorne praktisch mir schon also was komplett ausgesägt. Was an dieser Reparatur nicht schön ist, ist das Ausgeflatterte. Also Reparaturen, wo die Innenlage sich hier vom Kern gelöst hat, lassen sich eigentlich nicht so schön reparieren. Wir haben bei diesem Flügel extrem auf wenig Gewicht geachtet, also dass der Flügel schön leicht wird, und haben im Bauseminar gezeigt, wie viel Harz man sparen kann. Das ist im Moment etwas von Nachteil. Also die Serienflugzeuge haben etwas mehr Epoxidharz in ihrer Schale und brechen dann wesentlich reparaturfreundlicher. So, wir haben hier eine Delamination vom Holmsteg. Das heißt, hier ist der Holmsteg gelöst vom Gurt. Die Gurte sind durchgebrochen. Genau, und was wir jetzt erstmal erreichen müssen im ersten Schritt ist, dass diese Teile wieder sauber zusammenkommen. Das heißt, wir müssen die Holmstege verstärken und schäften, dass praktisch der Holmsteg an der Bruchstelle des Holmgurtes komplette spätere Auflagefläche bekommt. Im Moment, das zeige ich mal an einem fertigen Flügel. Wenn wir hier ein Flügelstück haben, dann sieht man hier, dass hier zum Beispiel ein Spalt zwischen den Holmstegen ist und der Holmgurt ist wesentlich breiter als der Holmsteg. Und jetzt werden wir den Holmsteg hier auffüttern, seitlich auffüttern, und in der Mitte, das ist also an unserer Bruchstelle, sind die Stege weiter auseinander, und wir füllen das so auf, dass der eine komplett geschlossene Struktur hat, mit senkrecht stehendem Balsaholz oder auch kohlefaserbeschichteten Herix hier. Und wir brauchen eine Auflagefläche, damit wir den eingeschäfteten Gurt nachher pressen können gegen diesen Steg, der da entsteht. So, das bereiten wir etwas vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Also hier ist ein Stück, wo der Holmgurt an 2 Stellen gebrochen war, wie auf der Oberseite. Also recht interessant, dass der Bruch so stattfindet, dass der Holm einmal hier gebrochen ist und einmal hier gebrochen ist. Genau, das ist vor allen Dingen Gurtmaterial. Das müssen wir also auf der Unterseite wieder auffüllen. Auf der Oberseite haben wir das gleiche Problem. Die Frage ist, ob wir das gesamte Teil ausschneiden und das der Einfachheit halber als Hartschale aufbauen. Das heißt, wir verwenden keinen Stützstoff, wie das normalerweise hier in dem Bereich gebaut ist, sondern wir benutzen zum Beispiel 2 Lagen 160er Kohle oder
2 Lagen 160er Kohle und noch eine 80er dazu, dann haben wir schon ein relativ festes Laminat, was ein bisschen schwerer ist, aber dadurch, dass wir es nur in diesem kleinen Bereich haben, wird es vielleicht um 10 Gramm schwerer als ein Sandwich-Aufbau. Das spielt im Prinzip nicht so eine Rolle, oder 20 Gramm. Solange wir relativ nah am Zentrum des Flügels sind solche Reparaturen, dürfen die ruhig ein bisschen mehr Gewicht haben. Wenn sie hier außen im Randbogenbereich sind, dann ist es problematisch, da ein höheres Gewicht zu haben, weil dann wirklich die Flugeigenschaften schlechter werden. Gut, also wie wir da weitermachen, überlegen wir uns noch, aber passend tut es schon wieder. Wir müssen hier jetzt den Holmsteg zwischendrin aufbauen und wir müssen uns was überlegen, wie wir mit dem Obergurt in der Oberschale umgehen. Wir werden jetzt den Bereich hier unten stabilisieren. Das heißt, hier hat sich die Oberfläche vom Stützstoff oder von der Innenlage gelöst, also eine Delamination. Wir haben den Bereich vorsichtshalber hier mit PVA-Trennlack behandelt und dass wir einen Innendruck erzeugen können, haben wir hier einen Schaumgummi mit Zellophanfolie umwickelt, hier reingelegt, dass die Innenhaut einen Gegendruck von innen bekommt. Und von außen, genau, wir werden jetzt praktisch ein bisschen Harz in den Zwischenraum bringen. Und da gerne Harz auch mit Mikroballongemisch. Mikroballons, wenn man nicht zu viele Mikroballons da rein macht, haben den Vorteil, dass das Harz noch ein bisschen besser fließt als ohne Harz, weil das wie Kugellagerrollen funktioniert. Also das sieht dann so aus, ja. Das heißt, das tropft richtig ab und das läuft dann besser genau in die Kante hinein, wie wir das haben möchten. Also hier sieht man, ne, das ist Stützstoff, einmal Außenlage, Scharnierkevlar. Bis da hinten hin ist es aufgerissen. Und wichtig ist, dass es möglichst überall hinkommt. Ja. So. Und mehr will ich jetzt erstmal gar nicht kleben. Also hier um den Holmsteg kümmere ich mich eigentlich erst, wenn wir es wieder zusammensetzen. Das heißt, hier legen wir das hier in die Form, in die richtige Position. Es findet die Position über den Servokastenausschnitt. Genau, und hier setzen wir einfach ein Stück Rohrzellplatte oder irgendeinen Stützstoff auf und beschweren das Ganze oder setzen da eine Schraubzwinge auf. Da können wir richtig im Prinzip recht viel Druck ausüben. So, genau. Das Wichtige beim Reparieren ist, dass man sich Zeit nimmt. Also Zeit lässt auch beim Reparieren. Versucht nicht, zu viele Arbeitsschritte auf einmal mit einem Schritt zu lösen, weil das Ergebnis wird dann meistens nicht ganz so toll. Ja, ich setze noch eine Schraubzwinge von hinten an, damit wir wirklich auch im Klappenbereich Druck ausüben. Gut, so lassen wir es aushärten. 24 Stunden sind vergangen. Wir können also hier den Flügel erstmal aus der Form wieder befreien. Und schauen, wie unsere Reparatur geworden ist. Also das ist erstmal nur das ist hier die PVA, der PVA-Trennfilm. Genau, und der Großteil der Schale ist wieder fest.
Genau, das Schaumgummi lässt sich hoffentlich hier wieder entfernen. Hat von innen dagegen gedrückt. Genau, und der Bereich ist wieder fest. Wunderbar. Also damit lässt sich erstmal weiter reparieren. Gut. Also es ist nicht die traumhafte oder der traumhafte Bruch. Wir machen weiter. Wir haben also hier die Unterseite stabilisiert, das Delaminierte. Es ist so, naja, mittelgut gelungen. Und wir werden jetzt den Holmsteg, man sieht hier, den haben wir großzügig aufgebreitet, weil wir einen mehrfachen Holmgurtbruch haben und wir brauchen viel Auflagefläche, also komplette Auflagefläche für diesen Holm. Das heißt, wir werden das dann hier so zusammenstecken, dass der Holmsteg vor allen Dingen gut stabilisiert ist. Und jetzt, bevor wir hier die Schalen wieder, die Stücke wieder in die Flügelform legen, will ich wenigstens eine Lage außen stabilisieren und dann werden wir das von innen wieder aufbauen. Ich habe mir das schon mal zurechtgelegt. Auch mit Wladimir-Kohle. Hier liegt das auch schon bereit. Im vorderen Bereich bauen wir das als Hartschale auf und dass es einen guten Kontakt zu allen Seiten bekommt. Legen wir hier ein Stück schon mal außen rein. Die Form ist mit PVA-Trennmittel behandelt an der Stelle. Ansonsten sieht man später, wo man gearbeitet hat, aber mit PVA-Trennmittel oder mit einer Trennfolie gibt es da keine Ränder oder Randspuren. So, wunderbar, das ist auch vorbereitet. Jetzt rühre ich ein wenig Mikroballonengemisch an, um die Holmstege damit richtig einzukleben. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Harz für die Harzschale vorne. Das machen wir nur oben. Die sind fest. Genau, die müssen hier noch. Das ist alles senkrecht stehendes Balsaholz. Kommt natürlich nicht mehr raus hier. Geht auch nicht. Kontaktstellen. Jetzt bringen wir das Ganze zusammen. Ja, man sieht, wie man das wieder zusammenschieben kann. Jetzt kommt das Ganze in die Form. Mit Harzfingern an einer Stelle angefasst, wo kein PVA-Trennmittel später die Form schützt. Den Flügel kann man eigentlich immer ganz gut wieder reinigen. So, jetzt drücke ich den Flügel erstmal in Position. Dies ist der Mittelflügel hier und den zweiten auch. Und dann fixiere ich den mit Tesa und mit Schraubzwingen. Aber er hat ganz gut seine Position, der Flügel. Genau, jetzt lässt sich da vorne der vordere Bereich noch aufdicken und dieses pressen wir dann nachher zusammen. Also man sieht hier auch, da brauchen wir eine große Klammer. So, hier ist die Schale wieder zusammen.
das kann ruhig vorne überstehen. Das schneiden wir dann so nach 3-4 Stunden ab. Wenn das angeliert ist oder leicht angehärtet, dann lässt es sich mit dem Messer ganz gut genau bündig abschneiden. Noch ein bisschen 160er. Alle Gewebe lagen diagonal da vorne. Sehr schön. Die Wellensittiche beäugen das sehr kritisch. So, da kommt das erstmal dahin. Hier hinten habe ich das Gefühl, müssen wir das auch in die Form drücken, damit das unten ist. Das heißt, da werden wir von hier einfach mit einem Klotz auf das Material auf die Form drücken. Damit eine Reparatur auch von innen schön aussieht, lege ich immer Abreißgewebe hinterher und dann lässt es sich auch gut verkleben, ne? Also auf dem Holm kann man sehr gut pressen, an den anderen Stellen eher vorsichtig. So eine Zwinge, damit zwingen wir unsere Holmgurte zusammen. Das sieht gut aus. Jetzt will ich nur noch da hinten pressen, das heißt, da machen wir ein bisschen Zellophanfolie oder irgendwie ein Stück Folie mit gut. Ja, da ist schon einer. So. Sieht etwas wild aus, ist aber jetzt ganz gut vorbereitet. Wir können hier noch eine Schraubzwinge draufsetzen, damit wir sicher sind. Ja, das war's für heute erstmal. Wir sehen uns morgen wieder. Guten Morgen, ein weiterer Tag in der Reparatur. Wir dürfen wieder entformen und alle Schraubzwingen hier abnehmen. Weiterhin ist es eher eine Reparatur, die ich so im Prinzip gar nicht machen würde. Bei so einem Bruch würde ich fast lieber eine Flügelhälfte nachbauen und warten, dass weitere Organspender, Teile auftauchen, dass man praktisch 2 Flügelhälften oder 2 Flügelstücke genau hier wieder so zusammensetzt, dass 2 nicht so zerstörte Teile zusammenkommen. Das Abreißgewebe können wir hier rausreißen. Gestern habe ich hier nach 3 Stunden den Nasenleistenbereich scharf abgeschnitten an der Trennebene. So, und der Flügel ist jetzt zumindest schon mal wieder vom Steg her hergestellt. Also hier würde man das jetzt einschleifen. Die Unterseite ist noch nicht so schön. Womöglich könnte man da mit einem neuen Flügelstück arbeiten. Ist natürlich sehr empfindlich hier, weil wir da noch keinen funktionierenden Holm drin haben. Aber der Flügel hält jetzt wieder zusammen und sieht von oben. Da ist noch der PVA-Trennfilm. Der liegt aber, ja, die Oberseite passt zusammen. Hier haben wir einen Holmgurtbruch. Hier ist noch ein Holmgurtbruch. Also über diese Länge müssen wir den Holm leider aufschleifen.
und ersetzen. Aber der Flügel ist jetzt wieder gerade zusammengesetzt und kann weiter verarbeitet werden. Genau, das sieht jetzt relativ breit aus, aber wir schleifen dann hier im Servo-Bereich das noch wieder ab. Und hier unten müssen wir ein kleines Flügelstück einsetzen. Das kann man auch entweder aus der Unterseitenform herauslaminieren oder man hat ein Stück von einem anderen Flügel an der gleichen Stelle. Genau, und dann muss das auf der Unterseite noch ganz schön nachbearbeitet werden. Ja, aber so sieht es von einer Seite schon mal wieder ganz akzeptabel aus und ist jetzt als Hartschale recht fest und hat nicht viel Gewicht dazu bekommen. Also eigentlich hätte ich diese Reparatur jetzt schon weitergegeben an den Kunden, der wollte es fertig reparieren, aber jetzt werden wir noch den Untergurt reparieren und genau, das sieht recht hart aus, was wir hier vorbereitet haben. Das heißt, wir haben jetzt ausreichend Holmsteg. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Holmgurte aufbringen, haben wir hier genügend Steg, was den Holmgurt an allen Stellen drückt. Wir haben hier einen Bereich, wo wir die Schale ergänzen. Wir werden also diesen Bereich als Hartschale in diesem Flügelbereich einbringen. Und damit ich weiß, wie meine Kohle aussehen soll oder wo die hingehört, habe ich das hier mal auf Papier aufgezeichnet, habe es so ausgeschnitten. Also so könnte das hinkommen. Hier muss der Holm lang laufen. Also hier brauchen wir dann Längsrovings, die leicht eingeschäftet werden. Ich jetzt hier das abziehe, das Papier. Ja, guck, da geht der PVA-Trennlack mit ab. Dann kann ich das genau hier so als Muster einlegen. Ja, und dann werde ich genau an dieser Stelle einmal eine Lage Wladimir-Kohle einlegen und dann ungefähr 2 Lagen 160er Kohle. Die Gurte die werde ich mir noch auf die andere Seite zeichnen, damit ich weiß, wo die hinkommen. Dann lege ich hier alles drauf, lege meinen Flügel hier wieder rein, schließe die Form, das lassen wir aushärten und dann haben wir die Unterschale für eine mittelgute Reparatur wieder aufgearbeitet und der Flügel lässt sich wieder einsetzen. Gut, das bereite ich mal vor. Also, ich habe hier einen PVA-Trennmittelschwamm. Das Blödeste ist immer, wenn der mit Wasser getränkt ist, dauert es Tage, bis der wieder getrocknet ist. Deswegen lasse ich den immer im Glas mit etwas PVA-Trennmittel hier drin. Man braucht sowieso nicht viel. So. Und dann trocknet der halt auch sehr, sehr schnell aus. Also hier in unserer Schale. Ich bereite mal ein bisschen Gewebe vor und ein bisschen Gurt. Den Gurt bauen wir hier mit so einem Hochmodul-Tape auf. Genau, also hier haben wir relativ teures Gurtmaterial. Das ist eine sehr, sehr gute Faser. Die Faser ist noch besser als das, was wir im Original haben. 100 Gramm pro Quadratmeter Flächengewicht. Das heißt, das lässt sich total sauber abstufen. Die Fasern liegen top da drin und wir laufen nicht Gefahr, an dieser Stelle einen unterdimensionierten Holm zu haben, sondern durch unsere gute Faser werden wir im Prinzip eine bessere Gurtfestigkeit hinbekommen. Das ist eine HS40 Faser mit so an Hochmodulfasern das Beste, was wir kriegen können. Ja, ich bereite vor. So, wir haben hier auf dem PVA-Trennfilm vorsichtig einfach nur gepunktet dargestellt, wo unsere Lagen hinkommen. Glaube ich. Kann man hier auch noch um den Rahmen, ja, müssen wir vielleicht ein bisschen eingedicktes. Das ist Sichtkohle unten. Das Eindicken geht ganz gut mit gemahlenen Kohlefasern. Das sieht dann 100%ig top aus. Können wir an der Nasenleiste auch gebrauchen. So, zur guten Oberfläche. Wladimir Kohle vorweg. Braucht man nicht mit Harz sparen, weil da so viele Lagen noch hinterherkommen.
Ich habe jetzt mal 40 Gramm Harz angemacht, also das müsste dicke reichen. Dann haben wir die Lage, glaube ich, haben wir noch mal eine. Hier. Also versetze ich ein bisschen, dass wir im Prinzip so einen leicht geschäfteten Übergang haben. Wir haben ein Luftfahrt zugelassenes 24-Stunden-Harz, was aber bei 20 Grad ganz gut aushärtet und nicht nachgetempert werden muss. Sehr schön. Das ist eine Lage 160er. Die ist wieder ein bisschen kleiner. Und nochmal eine 160er. Ja, die Idee, also ich glaube, wir brauchen gar nicht so viel Material. Ja. Gehen wir da noch hinten dran. So, also die Schale wird so auf jeden Fall ausreichen. Und jetzt brauchen wir Gurte. Dann nehmen wir dieses Gurtmaterial. Also das ist so schön dünn, dass wir das jetzt erstmal schön überstehen lassen können. Rohwings eignen sich da nicht so gut für diese Bauweise. Wenn Sie positiv reparieren, gehen natürlich auch ganz normale Rohwings. Ne? Die Reparaturstelle wird also minimal dicker an dieser Stelle. Zwei Lagen, also ein bisschen mitzählen. Das sind jetzt, kann man ausgehen, das ist wie ein Gurt im richtigen Flügelbau. Das nächste Mal hier wieder ein bisschen kürzer. Dass es wie eine Art Schäftung wird. Und breiter werden kann ich auch. Zweite Lage. Ich gehe mal davon aus, 7 Lagen liegen ungefähr an der Stelle. 3. Also ich gehe mal davon aus, 5 bis 6 Lagen reichen. Der Obergurt braucht ein bisschen mehr, weil Kohlefaser, Hochmodul-Kohlefaser weit zugfester ist als druckfest. Deswegen muss der Obergurt kräftiger sein. So, dann hier hinten geht auch noch praktisch vor der Ruderklappe, ist es gut, die Schale noch mal ein bisschen zu verstärken. Also wir haben da recht viel Material, aber die Scharnierlinie soll schön fest sein, wird sie aber sowieso bei unserem Aufbau. Wunderbar, jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Mikroballongemisch hier im Bereich des Holmsteges, weil der nicht so ganz plan ist, dass das reicht. Es sieht alles durchtränkt aus. Ich mache ein bisschen Mikroballongemisch an. Damit wir hier eine Verbindung kriegen, wird das hier alles ein bisschen mit Harz benetzt. Ah ja, und in der Nasenleiste brauchen wir auch Mikroballongemisch. Das packen wir uns in eine Tüte. Ja. Welche Seite man zuerst bearbeitet, ob Ober- oder Unterseite,
kann man sich immer überlegen. In der Oberseite hat die ganze Schale mehr Halt als in der Unterschale. Ne? So, jetzt mache ich hier, dass hier der Steg gut verbunden wird mit unserer Schale und hier unser Holmgurt, unser Holmsteg mit den Gurten und an der Nasenleiste ja. Das darf also da vorne kaum überstehen. Genau. So, und jetzt schließen wir die Form, kleben sie praktisch in der Position hier richtig ein. Das muss so ein bisschen seinen Weg suchen. Aber Sie sehen, das sieht eigentlich schon recht passend aus. Fixieren das mit Tesafilm. Also Sie sehen hier schon, wie der Flügel noch eine Biegung hatte. Das liegt einfach daran, dass wir überhaupt keinen Holm haben. Also das sieht im oberen Bereich recht heil schon aus, aber da fehlen, der Holm ist immer noch hier gebrochen. Hier an unserer Flickstelle sind noch keine Längsrovings drin. Also da muss es auf jeden Fall auch noch eingeschäftet werden. Aber wir haben jetzt schon mal was vorbereitet. Jetzt schließen wir die Form mit der Oberseite. Genau, dann warten wir, wie es wird, bis morgen. Wenn wir die Oberschale drauflegen, kommt ein gleichmäßiger Druck zustande und genau, und wir können recht sicher sein, dass es an allen Seiten gleichmäßig gepresst wird. Fehler. Also das Problem ist, dass ich hier noch Passstifte drin habe. Ich hätte also die ganze Oberschale mit Form gleich nehmen müssen. Also das hat alles hätte hervorragend geklappt, aber unser Problem war, dass wir den hier nicht reingesteckt haben in den Flügel. Das mache ich jetzt. So. Und jetzt setzen wir das Ganze zusammen. Ja, passt. So, genau, jetzt haben wir die richtige Position. Jetzt können wir über die gesamte Form pressen. Würde ich sagen, Pinsel auswaschen, essen gehen und dann bin ich schon gespannt, wie es morgen aussieht. Ich bin ganz gespannt, wie das aussieht. Hat natürlich keine Haftung an der Oberseite. Da haben wir ja nur gedrückt mit und nichts geklebt. Oh, da ist er ja. Er hat sich gleich mit entformt. Geht auch nicht anders. Ja, da hängt er natürlich an den Passstiften. So, also das ist recht gut gelungen. Das heißt, hier haben wir jetzt unsere Unterschale komplett aufgebaut. Ne, das ist hier ein ganz geringer Überstand. Dies hier, also hier spüre ich im Prinzip so 0,3 mm. Das heißt, diese Schale wurde leicht reingedrückt. Das kann man hier jetzt anschleifen und nochmal leicht anspachteln. Ja, und dann ist diese Unterseite ja wieder perfekt aufgebaut. Ne? Natürlich mit ein bisschen mehr Gewichtszuwachs, aber wir können jetzt hier an der Scharnierlinie entlang schneiden, die Schale wegschneiden und die Unterseite ist wieder so sauber fest wie am Anfang. Ja,
Also jetzt, was an der Oberseite noch ist, hier ist noch der Holmgurt gebrochen und hier war er ja gebrochen, das ganze Stück war ab. Also das heißt, in diesem Bereich müssen wir den Obergurt noch ausschleifen, wieder mit Gelege aufbauen und da würde ich jetzt einfach nur mit einer leicht runden Platte ohne Form das pressen, aber man könnte es natürlich auch hier in der Form nochmal einfach auch wieder PVA-Trennmittel hinein und den Obergurt gleich mit der Kontur pressen. Schauen wir mal, das ist aber nur noch ein ähnlicher Schritt wie bei dem letzten Schritt. Wunderbar, also Flügel, jetzt müssen wir hier das abschneiden, die Klappe reparieren, das wird mit einem Silikon Elastosil E41 dann wieder ergänzt, das abgerissene Kevlar-Scharnier oder abgeschnittene. Genau, und dann kann der Flügel wieder in sein Element zurück. Vielen Dank.